Guten Morgen, ich heiße Eike. Hinter mir seht ihr mein sanierungsbedürftiges Haus. Und in dieses Haus habe ich meine Traumwohnung gebaut. Die werde ich euch heute zeigen. Kommt rein! Achtung, die eine Stufe wackelt. Wir sind jetzt hier in der Küche, das erste Herzstück der Wohnung. Jeden Abend, wenn ich hier reinkomme, schaue ich erstmal auf meinen Kühlschrank, den ich von meinen Freunden geschenkt bekommen habe, mit all ihren Gesichtern. Automatisch muss ich selber wieder schmunzeln, selbst wenn der Tag mal nicht so schön war. Und wir haben dieses Gebälk freigelegt, was ursprünglich geschlossene Wände waren. Haben einzelne nicht tragende Elemente nach oben versetzt, haben eben Raum geschaffen und uns im laufenden Prozess überlegt, wie können wir eine schöne Atmosphäre schaffen zwischen Küche und Esszimmer, damit alles weitestgehend offen wirkt, damit man immer Kontakt hat. Also wenn ich sage wir, dann meine ich meine Freunde, die hier sehr viel Blut und Schweiß eingebracht haben. Ich sehe das Ganze hier eher als gemeinschaftliches Projekt. Ohne meine Freunde wäre das alles so nicht möglich gewesen. Natürlich auch nicht ohne meine Familie, die mir immer den Rücken frei gehalten hat. Wir sind alle Handwerker. Wir haben Basaltplatten verwendet, die wir auf der Baustelle übrig hatten. Eigentlich Terrassenplatten, haben daraus die Küchenzeile geschaffen, haben Klinker verwendet, auch selbstverständlich Restposten. Man könnte heute modern sagen Upcycling. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich mag das Eigenleben von Materialien, ich mag verschiedene Strukturen, ich mag Dinge opportunistisch zu nehmen. Dieses Haus hat seine Eigenheit und diese Eigenheit aufzugreifen und daraus etwas Perfektes zu schaffen, das eben perfekt dazu passt, das ist das, worauf ich Wert lege. Deswegen spiegelt natürlich diese Wohnung und diese Küche im Speziellen auch mich wider. Mein Einrichtungsstil habe ich im Gesamten hier an Alpenflair orientiert. Dadurch, dass wir selbstständig sind und unsere Branchen Kälte, Klimatechnik, Gartenlandschaftsbau überwiegend sommerbasiert stattfinden, haben wir natürlich unseren Urlaub auf den Winter verlegt. Das heißt, wir gehen viel Skifahren. Da fühlen wir uns immer sehr wohl auf Hütten. Dieses Feeling hätte ich gerne natürlich auch im Alltag. Eine Junggesellenbude wäre keine Junggesellenbude ohne kitschigen Flaschenöffner. Ja, es zieht sich als roter Faden durch, dass man nun als Handwerker auch ein Werkzeug hat, um Flaschen zu öffnen. Natürlich sieht man, dass hier ein Handwerker wohnt und Handwerker ein- und ausgehen. Das hinterlässt so seine Spuren. Ein kleiner Traum, alles schnell, griffbereit, Spätzleskelle, Kartoffelstampfer. Meine Mutter hat mir einen Adventskalender gemacht. Ich habe ihn umfunktioniert, habe die Kette hängen lassen und habe jetzt alles griffbereit. Also zum Thema Alpenhüttenflair braucht man natürlich auch ein entsprechendes Frühstück. Und was gibt es in jedem guten Hotel? Eine große Müsli-Bar. Die habe ich mir hier zusammengestellt mit meinen Lieblingsnüssen und Saaten und Haferflocken. Für mich gibt es ein gewisses Hotel-Feeling und macht dieses Gesamtflair hier rund. Aus der Küche geht es direkt offen rüber in meinen Essbereich. Wer sich hier aufhält, vor allem sonntags Freunde, und rüber zu mir dann meistens in die Küche schaut, kommt nicht umher, meinen Fischkopf zu betrachten. Ein kleiner Wels, ein kleines Andenken aus der Kindheit, auch das muss sein. Wer den Blick hier schweifen lässt und nach oben schaut, der findet direkt, nicht gefährlich, weil fest, das Sägeblatt, mit dem hier jede Menge Balken und Bretter abgelenkt wurden, wurde von einem Freund dann in so einen Spalt reingesteckt und fixiert. Nicht weiter gefährlich, aber immer ein Hingucker. Ursprünglich war an dieser Stelle hier ein Schlafzimmer. Die Wände waren geschlossen, der Raum war viel niedriger.
Ganz ursprünglich war der Plan, lediglich den Boden rauszunehmen, die Tapeten etwas neu zu machen und dann anschließend die ganze Wohnung wieder zu vermieten. Freunde wären keine Freunde, wenn sie nicht ab und zu Fatales anrichten würden. Ich habe erst das Geräusch gehört, wie der Fuß meines Kompagnons und engen Freundes Max in der Wand gelandet ist und anschließend die Frage, ob er es tun darf. Damit war dann besiegelt, okay, wir werden die nächsten 2 Jahre hier umbauen. Ja, hier haben wir dann wirklich alle Wände runtergerissen und so sind wir auch in dem Fall unserem Motto treu geblieben, ganz oder gar nicht. Wir machen keine halben Sachen, wenn wir was anfangen, dann ziehen wir es durch. Hier haben wir es auf die Spitze getrieben, der Rest vom Haus wird folgen. Aber das Wichtigste ist, dass egal was hier umgebaut wird, immer der Charakter erhalten wird. Ich schaue direkt auf altes Gebälk, ich schaue auf krumme Wände, ich schaue auf krumme Böden, ich schaue auf unterschiedlich hohe Decken und automatisch merke ich, okay, hier muss schon mal eine Vorgeschichte da gewesen sein, hier muss schon mal was im Vorfeld passiert sein, hier hat schon mal jemand gebaut. Und da sind viele Ideen zusammengekommen und hat sich über Jahre entwickelt. Einmal aus dem Esszimmer zurück übers Zentrum der Wohnung, am Eingang und der Küche vorbei, kommen wir nun in den linken Flügel des Hauses. OSB-Platten an den Türen sind natürlich verbesserungswürdig. Wie ist es beim Bauen? Wenn es schnell gehen muss, zack, Türe ran, Einzug. Fertig. Selbstständigkeit hat zur Folge, dass man wenig zu Hause ist, viel draußen. Der Schuster hat die schlechtesten Leisten. In dem Fall haben wir hier noch für die Deko eine kleine Plastikpflanze positioniert. Kleine Sünden, aber sie hält. Das Herzstück des Weißen Throns haben wir hier. Ein Schmuckstück für jeden Kältetechniker. Ich habe 22er Rohr genommen, habe es zusammengelötet und ein Ventil aus meiner Branche, aus der Kältetechnik, als Stopper genommen. So. Den Tisch hier, der wurde auch wieder aus Dielen gefertigt, die hier beim Bodenverlegen übrig geblieben sind. Da wir ein Gefälle haben an der linken Seite, ca. 3,5–4 cm kürzer als auf der rechten Seite. Also aus dem Badezimmer raus, ab ins Schlafzimmer. Dieses Bett wird nicht umgezogen werden, das ist mit der Wand verschraubt. Der Schrank ist mit der Wand verschraubt. Ich bin ein Freund davon, ich passe mich gern hier ein, habe auch nicht vor, innerhalb der nächsten paar Jahre auszuziehen. Und dann habe ich es jetzt gern hier schön. Und wenn ich woanders hinziehe, dann muss ich eben wieder von vorne anfangen. Aber ich denke eher langfristig, was sowas angeht. Hier ursprünglich war ein Türscharnier und entsprechend natürlich auch eine Türe. Türe ist rausgekommen, Türscharnier ist geblieben. Jetzt ist ein Klamottenhaken. Heute mal aufgeräumt, normalerweise hängen da Arbeitshosen drüber. So, und zum Abschluss gibt es noch eine kleine Überraschung. Dazu müssen wir zurück durch den Gang, hin wieder zum Regal. Kein normales Regal, sondern ein Regal mit Geheimtüre. Und diese Geheimtüre verschafft uns Zugang in das Wohnzimmer. Ich habe mir dadurch einen kleinen Kindheitstraum erfüllt. So eine Geheimtüre, wo man sich verstecken kann, wo man sein kleines eigenes Reich hat. Meine Erstwohnung und somit denke ich auch ein Platz, an dem man mal etwas experimentellere Möbel ausprobieren kann. Unter anderem diese Chesterfield Couch zusammen mit dem Chesterfield Sessel.
In Kombination mit diesem Tisch einen Kältemittelverdichter, den natürlich selbst ausgebaut und von meinem damaligen Chef zur Verfügung gestellt bekommen. Dem habe ich am Telefon gesagt, hey, ich habe den Verdichter hier. Und er, ja, willst du einen Tisch draus bauen? Und ich, ja, wäre schön. So ein Verdichter, so ein Kältemittelverdichter bildet immer das Herzstück einer Kälteanlage. Und in diesem Fall bildet dieser Tisch den Eyecatcher und das Herzstück dieses Separés, dieses Wohnzimmers. Genau, dazu passend, Geschmackssache, ob passend oder nicht, ein Kuhfell auf dem Boden. Das ist einfach ein schönes Andenken an alte Handwerkskunst. Man sitzt hier einfach gemütlich zusammen und hat so sein kleines Separé. Es ist eine freudige Überraschung für Gäste, die es noch nicht gesehen haben. Und man selber freut sich immer wieder darüber. Es ist eine Spielerei, die man braucht oder auch nicht, aber die den Alltag etwas schöner macht. Zu diesem Sessel hier gibt es auch noch eine kleine Anekdote. Wir hätten ihn eigentlich gar nicht in die Wohnung bekommen. Weder über Fenster noch über den Hausgang. Also, was macht man? Man sägt das Geländer kurzerhand ab. Mein Nachbar war dann entsprechend empört, Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber Akkuschrauber in die Hand genommen, gleich wieder zusammengeschraubt. Sessel steht hier und bleibt nun auch hier. Und hier oben noch ein kleines Familiengeschenk. Mein Onkel ist Jäger und hat einen Steinmarter geschossen, weil ich mir den als 10-Jähriger gewünscht habe. Und seitdem habe ich diesen Steinmarter in Begleitung. Und wo passt er besser hin als in ein geheimes Separé oben auf den Schrank, herabblickend. Man hat zu jedem Teil, das hier steht, eine gewisse Geschichte. Und die ist schön, die nimmt man mit, die geht durch den Kopf, wenn man es vor sich liegen hat, wenn man es benutzt. Das ist ein schöner Alltag. So, schön, dass ihr hier wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen in meiner kleinen Holztraumwohnung. Wie ihr seht, ich habe hier noch einiges zu tun. Wenn ihr noch weitere spannende Projekte, Wohnungen, Häuser sehen möchtet, dann abonniert den Kanal oder schaut mal hier oder da. Viel Erfolg euch. Ciao, ciao.